So, und jetzt mal kurz und knackig, wie ich ein Flexgleis verlege. Wie du siehst, liegen hier schon einige Gleise. Das ist zum Schattenbahnhof. Und das nächste Gleis wird dann diese hier sein. Die habe ich mir schon auch hier liegen. Und dann zeige ich, wie ich das mache. Dafür brauche ich natürlich verschiedene Sachen. Gleisverbinder zum Beispiel. Ich habe hier so einen so einen Übergangsgleisverbinder. Das ist die von Fleischmann. Artikelnummer blende ich dann hier unten mal rein. Das erste, was ich dann mache, ist mit so einem Reststück Gleis, habe ich mir umgebogen, sodass es dann einfacher ist, um einen Gleisverbinder ans Gleis zu setzen. Also das ist mal der erste Schritt, den ich dann hier mache, sodass das dann schon erledigt ist. So, weit genug. Der nächste Schritt ist dann das eigentliche Flexgleis schon vorbiegen und ja, präparieren. Ich habe hier schon an der untersten Schiene habe ich schon einen Plastikgleisverbinder gemacht. Das ist dann später für die Computersteuerung. Und dann jetzt erstmal einfädeln, sodass es dann auch passt. Und dann das erste. Ich habe hier einen kleinen Strich gesetzt für mich selber, dass ich weiß, wo dann der Kurve anfängt. Dafür habe ich dann solche Krauseklammern und die setze ich mir dann da, wo die Kurve anfängt, setze ich mir die darauf. So. Und dann checke ich zuerst noch mal, ob die Gleisabstand hier stimmt. Passt ja ungefähr. Mal so reinmachen. Und dann wäre dann der nächste Schritt, ist dann natürlich das Flexgleis hier vorbiegen. Auch hier habe ich wieder einen Strich, also das ist, wo der Kurve dann endet, hier im Schattenbahnhof. Und da setze ich dann die zweite von dieser Gleisklemmer. Und dann ist schon ein Teil davon vorbereitet. Ich halte mir immer auch hier diese Krauseklemmer fest, sodass hier die Gleisanschluss, dass die so gut wie möglich da bleibt. Und ist eigentlich so, weil diese Radien, die sind alle das gleiche. Also ich kann hier nicht die Gleisabstandshalter benutzen, weil das sind alles 484 mm Kurve, glaube ich. Also da ist es mir dann wichtig, vielleicht kannst du das hier auch sehen, dass ich das Gleis hier schön in der Mitte lege von die Dämmung, die ich verlegt habe. Und da soll man dann mindestens versuchen, so präzise wie möglich zu arbeiten. Und natürlich ein Millimeter mehr oder weniger macht dann auch nicht so viel. Aber dennoch doch mal schön versuchen, das so richtig wie möglich zu verlegen, weil im Schattenbahnhof wäre es doch am schönsten, wenn alles richtig funktioniert. Also hier fängt die Kurve an, geht dann hier rum bis zur Strich. Da setzen wir dann diese andere Krauseklammer darauf. Machen wir auch wieder fest. Ohne dass es natürlich aus deinen Händen fällt. Wird man immer sehen, das passiert immer, ne? Wenn man das am Film macht. Checken, sitzt, passt. Also dies hilft dann, die Schienen beide so zu lassen in diese Länge, so wie sie sind. Das passt dann jetzt alles so. Und dann kann ich danach nochmal checken mit noch so einem Gleisabstandshalter, ob dann hier am Ende der Kurve von das vorherige Gleis, ob das dann alles so passt. Ja,
sieht gut aus. Also dann weiß ich, ja, das passt, das geht, lassen wir so. Und dann danach heißt es dann verkleben. Diesmal habe ich hier keine Kabel daran, weil das war für dieses Teil nicht nötig. Das kommt dann hier an dieses Teil. Also dann holen wir mal unser Leim. Habe ich hier. Ich kann mir noch das eine Gleis kürzen, sodass die wieder gleich sind. Da kann man natürlich so machen, wie man das möchte. Ich habe doch am liebsten, dass die ungefähr gleich sind. Also passt schon. Gehen wir mal kurz hier hin. Ja, passt doch. So, ist da ungefähr soll der Leim kommen. Das ist, wie schon im früheren Video schon erklärt, das ist noch immer dieser Buchbinderleim. Habe ich mir mal in so eine kleine Spritzflasche gemacht und dann kann ich auf jeden Fall die Gleise schön verkleben. Das ist auch eine Leim, die flexibel bleibt, also die Geräuschübertragung soll dann so wenig wie möglich sein. Man braucht nicht viel Leim. Passt super so. Dann habe ich mir so ein U-Profil, habe auch schon vorher gezeigt. Lege ich mir dann hier hin. Zuerst mal die Abstandung prüfen. Passt. Dass es schön gerade liegt. Und das wird einfach mit der Beschwerung. Da passt es. Das sitzt sehr gut. Da auch passt. Na gut. Und dann wie immer Beschwerung darauf, kann das ein bisschen trocknen und dann kann ich gleich mal wieder weiterarbeiten. Also herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war dann mal kurz, wie ich Flexgleise verlegen. Nochmal, natürlich nicht die einzige Art und Weise, wie das geht, aber das ist, wie ich es mache und ich freue mich über einen Daumen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald wieder. Macht's gut. Ciao.